Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Gord, wo wir jetzt nebenbei erstmal die ganzen Chroniken uns anhören. Weiter geht's mit der unendlichen Quelle. Infinite source. Prabo was good and his land most beautiful, for 'twas an emptiness that couldst accommodate all things. His was the power to create, and what once became filled with his divine breath couldst exist and adorn the skies. However, not all creation brought him joy, as he couldst predict all things. Empty was the creation, being as weightless and bright as Prabo himself. And Prabo did drift in the skies with naught but longing for the unknown. His desire was to but see the end of his land. Alas, his thought extended with no end, overwhelming him with the infinite space. Ne'er couldst he encounter anyone with the entirety of infinity, and scared by his loneliness, the silence, and the predictability of the skies, he began to weep. Torrential tears cascaded from those eyes, most divine, and poured they like waterfalls. When thousands of divine breaths swung the emptiness, the ocean shone upon Prabo's eyes. Okay, jetzt zur gelinderten Einsamkeit. Soothing loneliness. When Prabo saw his reflection upon the surface of the ocean, his heart did become pierced with despair. For now he was followed by his silent reflection, wherever he went, and his loneliness thus seemed ever more terrible. Prabo complained before his reflection, swaying the surface of the ocean with his breath, the eternal companion of his words, swaying thus like a mother would swing her crying child. Having confessed he all worries and hopes, Prabo, distressed, fell into a fitful slumber at last. Upon awakening, he did see, next to his reflection, the silhouette of another being. Try as he might, he could not see through the impenetrable surface of the water that normally would be so bright, as clear as crystal. Prabo ceased to be the only and complete as the matter of the skies divided. This new element was equal to him, but totally different, and thus mysterious. And then, Prabo drew closer to the surface of the water. So, I'm sorry. Bin wieder da. Das Leben. Das Wasser des Lebens, The so rum water ist of richtig. life. Prabo gazed upon the skin of the ocean, and he could neither see through it nor look away. Below his reflection in the water, all of a sudden, he did notice a being so fair and so full of kindness and compassion that she stole the divine breath from his chest. Prabo stood there, as if frozen, enchanted by this view. Thus, the water gained life, and Makash the Arcane and Merciful was born. And since they both came from the same emptiness, and there was no one else but them, the beings wished to draw near. But different in nature they were, and ne'er couldst unite, though as close as they were as two sides of a coin, separated by an endless horizon. They couldst ne'er touch. The Okay. birth of jealousy. Fertile and rich is love, and like ground for a new house, solid for foundation. It is like a bridge that joineth, and like a road that leadeth thou forward. But be it prone to avarice,
Does it not drag thou in like a bog and devour its own crops to grow them again and again? And both true and beautiful was love that Prabhu and Makash bestowed upon each other. From a cloud of their breaths and waves emerged a sandy shore, golden, soft, and warm. And so they, as gods, descended on the golden earth to join in an embrace, and their divine bodies did burst with longing and fulfillment, fright and relief, joy and sadness, curiosity and bliss. The earth trembled, warm from their divine juices, and it did awaken from the touch of divine feet. But 'twas not the object of this desire nor affection, and earth understood it, and shook to its very core with jealousy. Thus did awaken Veles, inebriated with divine love, though 'twas not meant for him. His lips did run with desire, and the divine power of creation sparkled from his fingers. And this Prabhu did see, as did Makash also. Welles Werk. Veles' work. Though it be the wind that shapeth mountains, spreadeth sands, and unveils whispers, naught was dearer to earth than water, for it did embrace its shores, and did caress its rifts with a myriad of silvery fingers, then did soak through its cracks to reach the deepest and darkest of its caves. And so Veles did fall in love with Makash, and chose her alone to be the one to quench his thirst. And he couldst feel her, and her touch, and the strength of her divine energy, for she was the life, the mercy, and the patience. Veles drew water from a stream, and moistened the sands, red and heated from his divine love. From a clay thus made, he began to form plants and animals. When he liked their shape, he breathed life into them, using divine power, overheard from enchanted whispers carried by the wind. Ich find den Erzähler richtig nice, die Stimme. The rise of Dabo. Seeing them multiply, Prabhu did rejoice, for beings made in Makash and his image loved one another and walked the earth, beautiful, happy, and mightier than all else. Even happier he was, seeing curious and greedy humans spread across the world, for he did believe that with the help of man, the woman would find the gates to the underworld, where he could feel Makash's presence and his divine breath. Then, his joy, hope, and pride did shine up in the skies like a great torch of divine power, and the sun came into being, taking all of the light for itself. The sun was most beautiful, bright, and hot, and therefore the people did worship it more eagerly than the invisible wind that filled their lungs. But Prabhu worried not, for the sun was his child, and was meant to serve the people, so they could continue to search for Makash. Full of divine power and fueled with human prayers, the sun awakened, and thus Dabo, the guardian of people and Prabhu's steward, was born. Okay, und dann haben wir erstmal alle Storys wieder durch. Und dann können wir weitermachen. Was müssen wir jetzt machen? Baue ein Lehmwerk. Okay. Lehmwerk. Dafür brauchen wir erstmal Holz und... Ach, Holz haben wir schon. Wir brauchen dafür... Ja, was anderes. Das sparen wir erstmal. Wie viel brauchen wir? 100, okay. Dann setz doch deine Arbeit fort hier. Hä? Ach, alles klar, weil wir auf ein Gebiet... Ah, alles klar. Jetzt weiß ich warum. Gudi. Our brother's hands are idle. Weil wir das leider auf ein Gebiet fokussiert haben. Ach, wir haben ein Kind gekriegt.
Ich glaube, hier ist die... Nee. Hm, Our brother has been idle for some time now. so, wir sind jetzt bei 61, was jetzt unsere Fahren da anbetrifft. Schleppen die da jetzt das Holz hin? Ähm, hallo? Ich speichere mal. Weil ich jetzt nicht genauso weiß, wo die jetzt mit dem Holzstamm hinlaufen. Keine Ahnung, was sie da vorhaben, aber wir finden es raus irgendwann. Jetzt haben wir gleich die 100 nice waren. Oh, die ist aber auch riesig. Entscheidungen. Das Leben steckt voller schwerer Entscheidungen. Ob du es willst oder nicht. Lies dir die Felder genau durch, um mehr über die Konsequenzen zu erfahren. There's a new decision to be made. Eine Entscheidung muss getroffen Hurry, werden. there was an accident. Gedächtnisverlust. Es gab einen Unfall bei einer unserer Strukturen. Mariel ist ausgerutscht und hat es sich am Kopf verletzt. Jemand eilt ihr sofort zur Hilfe und nach einer Weile war sie wieder bei Bewusstsein. Aber sie erinnert sich an nichts mehr. Sie weiß nicht, wo sie ist, was sie hier tut, nicht einmal mehr, wer sie ist. Möglicherweise ist ihr Zustand nicht von Dauer, aber sie braucht Ruhe, um sich zu erholen. Lasse sie ausruhen, ihr Gedächtnis wird irgendwann zurückkehren, keine Zeit zum Ausruhen, sie muss arbeiten. Nein, sie kann sich ausruhen. Die Frau wurde an einem Ort gebracht, wo sie sich ausruhen kann. Sie hat eine dicke Beule am Hinterkopf, aber die Blutung ist bereits versiegt. Wenn sie sich erholt hat, wird es ihr wieder gut gehen. Da haben wir hier auch nochmal eine Entscheidung. Ach du Scheiße. Geistiges Leiden. Ach du Scheiße. Ist das die echte Welt oder eine Illusion? Ist das eine Erinnerung oder ein Albtraum? Eins steht fest. Es ist sehr verwirrend. Und es wird schwierig, es sich als nützlich zu erweisen, wenn man sich nicht auf seine Aufgaben konzentrieren oder sich seinen Befehlen erinnern kann. Maria leidet unter Hirnfäule. Oh fuck. Angriffsschäden, Nahrungsherstellung sowie Bergbau und Abholzgeschwindigkeit des Untertans sind deutlich verringert, genau wie die
Produktionskapazität für alle Ressourcen. Gibt es hier noch mehr Entscheidungen, die wir treffen müssen? Nee. Genau, die Lehmhütte wurde gebaut. Und jetzt lassen wir ihn mal ein bisschen Lehm sammeln. Oh, fuck. An enemy attacked our brother. Oh, fuck. Our brother has been injured. A foe is attacking our structures. Okay, sind jetzt alle... Okay, Arbeit fortsetzen. Okay, einer von euch muss auf jeden Fall erstmal die Mauer reparieren. Kannst du das machen? Ja. Ich sagte, ich hoffe, uns stirbt hier keiner weg, obwohl wir gebären ja aktuell recht viele Kinder. Someone has harmed our brother. Oh. Oh, oh. Our brother has been knocked out. Fuck. Our brother is about to meet his end. Komm, mache Eier. Ich hoffe mal, die Wölfe kommen nicht wieder. Doch. Scheiße. Our brother has passed out. Also ich glaube, der ist jetzt gestorben, ne? Fuck, Mann. Our brother has been critically injured. Ja, ich glaube, den können wir nicht mehr retten. Ich muss hier erstmal reinkommen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das jetzt machen können und wie wir uns am besten verteidigen können. Das werden wir aber später noch rausfinden. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen bei dieser Folge und würde mich natürlich auch wieder mega freuen, wenn ihr nächste Folge mit dabei seid. Und ja, wir machen nächste Folge weiter und hoffen, dass wir dann unsere Aufgaben erfüllen und dann sehen wir weiter. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ja, also der ist auf jeden Fall tot. Ciao, ciao.